Hallo, mein Name ist Stefan Lange und ich komme aus Hamburg und ich würde euch gerne eine funktionelle Oberkörpergymnastik vorstellen. Sagt ihr, wie aus Hamburg unterwegs eine Gymnastik mit uns machen? Ja, habe ich auch gedacht, wie ich das gehört habe, dass ich das machen soll. Und wenn jetzt einige kommen und sagen, geht sowieso nicht bei meiner Lebensschule, brauchst du gar nicht erst irgendwie testen, denke ich mal, schau es dir an. Ich denke, dass in dieser DVD für jeden ein bisschen was dabei ist und dass man einfach auch ein bisschen probieren sollte. Denn ich habe meinen Unfall vor 4,5 Jahren gehabt und mit dieser funktionellen Oberkörpergymnastik, die sich ganz langsam entwickelt hat, mit dem Sportlehrern und mit der, also sozusagen so mit Testen und Probieren, habe ich einfach gemerkt, dass meine Mobilität im Laufe der Jahre viel, viel besser geworden ist. Und womit wir zu kämpfen haben, das muss ich nicht groß sagen, Spastik, Klonus, gerade auch wenn man im Krankenhaus neu ist und durch die lange Liegezeit der Fixateur, dass das steif ist. Und da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Und diese Oberkörpergymnastik ist einfach eine schöne Sache, um sich zu erhalten. Das heißt, für den Alltag und für all das, was wir brauchen, sei es einfach zum Einkaufen und mal nach oben strecken, zum Regal, bis hin locker in den Bus rein, über die Kannsteine weg, einfach das, was jeden Tag und immer wieder vorkommt. Und diese Mobilisation, diese Oberkörpergymnastik ist einfach so, auch vielleicht nicht was, wo man sagt, oh, beim ersten Mal, das tut aber alles weh und reißt. Klar, wenn man eine ganze Zeit immer so gesessen hat, arbeitet das einfach hart. Und ich denke mal, probiert das ein bisschen aus, gebt euch mal immer so ein Peu, so 1, 2 Übungen und da sind ja eine Menge Sachen dabei und guckt mal, wie sich das nach ein paar Wochen anfühlt. Vielleicht ist es dann einfach so, dass ihr sagt, er hat nicht ganz Unrecht gehabt und ist tatsächlich ein Tick besser geworden. Und ich sage das mal so für mich und so für die Freunde, mit denen ich zusammen bin, die auch im Rollstuhl sitzen. Wir machen das, egal ob wir zusammen Basketball spielen, in der Freizeit oder ob wir biken gehen, so eine Sache immer vorweg. Und am Anfang haben auch immer alle gedacht, was willst du denn jetzt hier mit der Gymnastik? Aber im Großen und Ganzen war es eigentlich immer positiv. Also war immer irgendwie so hinterher, hey, es tat doch ganz gut. Vielleicht einfach mal probieren. Ja, und es geht da auch nicht nur um die Leistungssportschiene, sondern es ist wirklich für den ganz, ganz alltäglichen Gebrauch. Natürlich können sich auch Leistungssportler angesprochen fühlen, für die ist es auch nicht verkehrt. So, bevor wir loslegen, ganz wichtig, den Rollstuhl einmal so in so eine Position bringen, dass die Räder in der Rückfahrtsposition sind. Das heißt, dass wir hier so gucken, dass wir nicht aus dem Rollstuhl raus. Und ihr kennt das noch von der Erstreha, ne? Vor jedem Transfer. Guckt, dass die Rollen richtig stehen, sonst plumpst du raus. Bremsen sind fest. Und es gibt ja natürlich mehrere Möglichkeiten. Das heißt, also wir können das ganz normal machen und so im Rollstuhl sitzen, wie ich jetzt sitze. Das heißt, wenn ich nicht so viel Stabilisationsmuskulatur habe, ist das bestimmt nicht verkehrt. Und wenn wir mal ein bisschen probieren, möchte ich schon und möchte mich auch mal austesten, wenn die Stabilisationsmuskulatur vorhanden ist, dann kommt ihr einfach mit dem Po in das erste Drittel vom Kissen und setzt eure Füße vor dem Rollstuhl. Könnt ihr sie natürlich auch stehen lassen auf dem Fußbrett. Wenn die Beine nach außen wegfallen, Gurt rum. Und der wichtigste Part, und darauf zielt ja auch in der DVD fast alles hin mit dem Bewegungsablauf, ist die Aufrichtung, dass ihr einfach mal aus der Runden rauskommt. Das heißt, das Brustbein über die Hände oder aus eigener Kraft einfach mal nach vorne zieht, so richtig rauswächst, Schulterköpfe locker lasst, den Kopf über den Schultern richtig wieder durchatmet. Und dann mal fühlen, wo man hinfällt, wenn man so wieder so ganz wegfällt und so ganz klein wird. Nochmal so richtig rausziehen. Und von da gehen im Prinzip nachher auch alle Übungen eigentlich los. Jetzt überlege ich, ob ich noch was Wichtiges vergessen habe zu erzählen. Aber wenn, dann kommt das bestimmt nachher in der DVD. Hoffe ich doch. Okay, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Sache und bleibt ein bisschen am Ball. So, bevor wir mit der ersten Übung beginnen, immer noch mal ganz wichtig, der Rollstuhl, wenn es geht, den Rollstuhl, wenn es geht, ein bisschen präparieren. Was heißt, die Lenkrollen in der Rückwärtsbewegung zum Stehen kommen lassen. Wenn ihr hinten Griffe habt, vielleicht die Griffe lösen und nach innen drehen, das gibt euch ein bisschen mehr Spielraum bei den Rotationsbewegungen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und irgendwas in der Nähe haben, wenn ihr euch mal richtig festhalten wollt oder so, wenn ihr die Übung austestet, was stabil ist. Das wäre auch nicht verkehrt. Ja, und ich denke, dann fangen wir einfach mal mit der ersten Übung an.
wenn euch irgendwie schlecht ist oder irgendwas, oder auch vielleicht für die ersten Male was zum Trinken stellen. Super gut, kann man immer gut gebrauchen zwischendurch. Ja? Die erste Übung ist ein bisschen zum Warmmachen, zum Lockerwerden und vor allem so ein bisschen ein Gefühl kriegen für den Bewegungsablauf. Wir ziehen das Brustbein nach vorn und schräg hoch in Richtung Decke. Wenn das aus eigener Kraft nicht geht, über die Hände das Brustbein ziehen und die Schulterköpfe trotzdem locker lassen. Beide Arme hängen locker, Hände sind im Flex, Finger sind gestreckt gespreizt oder halt nur mit einer Hand. Ziehen wir die Schultern nach oben hoch. Lassen die Schulterblätter Richtung Wirbelsäule laufen und klemmen eine Briefmarke zwischen den Schulterblättern ein und führen diese Briefmarke langsam an der Wirbelsäule runter bis zum tiefsten Punkt. Und ganz unten machen wir auf, dass die Briefmarke rausfahren kann. Schultern ziehen nach vorn und wieder nach oben mit der Einatmung. Schulterblätter weit über der Wirbelsäule zusammenbringen, Briefmarke einklemmen und den ganzen Weg nach unten ausatmen. Noch einmal hoch mit der Einatmung, Schulterblätter nach hinten, Briefmarke einklemmen, an der Wirbelsäule runterführen mit der Ausatmung und lösen. Schütteln locker aus. Nächste Übung, große Kreise, schon so ein bisschen mobilisieren über das Schultergelenk, ein bisschen die Brustmuskulatur. Beide Arme hängen locker. Vielleicht nochmal korrigieren, Brustbein öffnen, Becken kippen, Kopf hebt über den Schultern. Beide Arme ziehen von vorn nach oben hoch. Bizeps links und rechts dicht am Ohr lang laufen lassen. Hände drehen am oberen Punkt auf, Finger sind gestreckt, gespreizt und ziehen langsam nach hinten und unten weg, ohne Tempo. Den Weg nach oben mit der Einatmung. Hände drehen am oberen Punkt auf. Wenn ihr nach hinten geht, nicht den Oberkörper mitnehmen, schön halten, nur auf die Arme konzentrieren. Wenn das nicht klappt mit dem Stabilisieren und mit den Armen vorne hochkommen und ihr wollt es unbedingt mit beiden Armen machen, dann geht ihr halt ein bisschen über die Außenseite in den großen Kreis rein. Testet das von hier. Oder eine Hand bleibt gestützt am Rollstuhl oder auf dem Oberschenkel und ihr geht die Bewegung mit einem Arm. Nach hinten weg. Testet das mal aus und dann im Wechsel die andere Seite. Auf alle Fälle hinterher immer Schultern und Arme ein bisschen aufschütteln. Die nächste Übung ist ein bisschen dehnen und auch schon kräftigen, aber zählt auf alle Fälle noch ins Warm-up. Beide Arme heben über die Seite nach oben, so dass die Handflächen zueinander zeigen. Finger sind gestreckt, gespreizt. Und wir schieben die Schulter rechts in Richtung Fingerspitzen nach oben. Und ihr merkt, der Rippenbogen, der drückt hier schon so ein bisschen raus. Ihr könnt das, wenn es allein nicht so gut geht, ein bisschen unterstützen. Und nicht mit Gewalt, ganz vorsichtig. Und wir versuchen mal, wenn das nur im Gedankengang ist, einen Impuls zu setzen, dass auf der entgegengesetzten Seite, also asymmetrisch, links, so eine kleine Zugbewegung kommt, als wollte die Pobacke ein bisschen hochkommen. Und dann geht das Ganze im Wechsel. Die Schulter rechts tief, links hoch, denselben Impuls. Und wenn er nur im Gedanken läuft, ist vollkommen okay. Und Wechsel. Atmung eine Seite ein und eine Seite aus. Wenn wir aufhören, der Arm, der tief ist, geht hoch, Hände drehen auf und gehen mit beiden Armen nach hinten weg oder mit einem Arm nach hinten weg. Und locker ausschütteln.
Die nächste Bewegung kannst du ein bisschen warm machen für die Halsmuskulatur und ein bisschen mobilisieren schon. Ganz wichtig, es kann sein, dass es vielleicht mal ein bisschen knirscht oder knackt, wenn wir den Kopf bewegen, ist eigentlich nicht schlimm, darf natürlich nicht wehtun. Ist immer wieder eine wichtige Aussage, es darf ziehen, es darf auf keinen Fall Schmerzen bei einer dieser Übungen, die ihr macht, sonst immer wieder aus der Bewegung raus und vielleicht nochmal neu testen, aber nicht in Schmerz reinarbeiten, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir stützen, lassen das Brustbein gezogen, die Schulterköpfe locker, den Kopf über den Schultern und legen unseren Kopf vorsichtig nach rechts ab. Legen, nicht schmeißen. Konzentrieren uns, dass es wirklich nur der Hals und der Kopf ist, nicht der Oberkörper darüber geht. Ziehen den Kopf langsam über die Mitte, nach links. Legen den Kopf dort ebenfalls ganz schwer ab. Versucht mal nicht die Schulter zum Ohr hochzuschieben, lasst die mal tief. Und noch einmal ziehen, nicht reißen, den Kopf langsam über die Mitte, nach rechts. Aus dieser Position aus sinkt das Kinn zum Schlüsselbein rechts ab. Und der Kopf, den Kinn zusammenschaltet, tief in halben Kreis, dicht an der Brust entlang und das Brustbein bleibt geöffnet. Die Endposition, als hätten wir den Kopf nach links abgelegt. Noch einmal, Kinn sinkt zum Schlüsselbein. Und der tiefe halbe Kreis langsam wieder zurück. Endposition, als hätten wir den Kopf rechts abgelegt. Nase hebt, Kopf zieht in die Mitte zurück, beide Arme locker und wir schütteln raus. Die nächste Übung ist eine Aufrotation, also für die Aufrotation und auch schon ein bisschen im zweiten Teil Kräftigungsübung. Ich möchte, dass wir beide Arme locker hängen lassen. Und aus dieser Position hebt der rechte Arm nach vorn, Handfläche dreht zur Decke. Und wir bringen die Hand rechts auf die Position der linken Schulter. Die linke Handfläche zeigt ebenfalls nach vorn. Der Ellbogen beugt an und wir ziehen den linken Ellbogen mal vorsichtig ein bisschen nach hinten. Gleichzeitig schieben wir die rechte Schulter ein bisschen in Richtung Fingerspitzen. Und jetzt geben wir nochmal über den Ellbogen links einen Impuls, das heißt wir ziehen noch einen Tick mehr und dieser Impuls wird direkt übertragen auf die Schulter rechts. Das heißt, was wir hier nach hinten ziehen, versuchen wir hier nochmal ein bisschen rauszuschieben. Ganz vorsichtig, nicht mit Gewalt, testet ein bisschen aus. Die Nase bleibt nach vorn, wenn es geht. Und wechseln, ohne Tempo. Ohne Tempo. Der linke Arm streckt, die Handfläche kommt auf die Schulterlinie rechts. Der Ellbogen rechts zieht nach hinten, der Impuls, der Ellbogen zieht nach hinten. Und hier schieben wir ein bisschen in Richtung Fingerspitzen raus. So wie wir können. Nie mit Gewalt, immer vorsichtig ausprobieren. Kommen in die Mitte zurück. Um mehr Kräftigung mit einzubauen, kommt der Oberkörper ein bisschen nach vorn. Selber Bewegungsablauf. Impuls, der linke Arm zieht, der rechte kommt ein bisschen mehr nach vorn. Nase bleibt. Und über die Mitte den Wechsel, der Oberkörper bleibt vorn. Ganz vorsichtig, nicht mit Gewalt, versuchen hier ein bisschen einzurotieren. Und in die Mittelposition zurück, abstützen, Oberkörper zurückdrücken. Wenn es mit der Stabilisationsmuskulatur nicht klappt, bleibt eine Hand am Greifreifen, Arm geht nach oben. Geht im Wechsel
Und dann versuchen wir einfach mal die Hand, die unten ist, hinter den Rollstuhl zu bringen. Vielleicht auf den Reifen oder hinten an der Rückenlehne. Und versuchen dort ein bisschen Druck aufzubauen, dass die Schulter ein bisschen nach hinten kommt. Und diesen Impuls nutzen wir auch dafür, dass die rechte Schulter ein bisschen in Richtung Fingerspitzen rausschieben kann. Probieren, nicht mit Gewalt, einfach mal austesten. Lösen, genauso langsam. Arm ist tief. Den anderen Arm auf die Position bringen, Finger gestreckt, gespreizt. Rechte Hand am Reifen oder an der Rückenlehne. Den Impuls mit der Hand geben und ein bisschen rausschieben. Und das, was ihr selber könnt, natürlich noch hinterher setzen. Und lösen. Arme schütteln locker aus, immer wichtig. Wir kommen zur nächsten Übung. Wir dehnen den unteren Rücken und die Brustmuskulatur. Die Halsmuskulatur wird ein bisschen mitgedehnt, aber vor allen Dingen auch mobilisiert. Dafür legen wir den Handrücken rechts an die Außenseite, links vom Oberschenkel. Die Finger sind gestreckt, gespreizt. Das Brustbein bleibt geöffnet. Unsere Handfläche links, die zeigt zur Decke, ebenfalls mit gestreckten und gespreizten Fingern. Und ganz langsam drehen wir Kopf, Arm und Rumpf nach links auf. Der Blick geht unserem Daumen nach, so wie wir können. Bei nicht vorhandener Stabilisationsmuskulatur einfach am Rollstuhl festhalten, wenn wir hinten sitzen, oder zum Stabilisieren den Arm hängen lassen. Das müsst ihr einfach ein bisschen ausprobieren oder vielleicht euch auch irgendwo anders festhalten. Ja? Achtet darauf, dass der Oberkörper mittig bleibt und nicht nach rechts wegdrückt. Rumpf und Arm bleiben in der Position, nur den Kopf langsam nach rechts aufdrehen. Ziehen den linken Arm langsam nach oben hoch, rechts löst aus seiner Position und der Handrücken links geht auf die Außenseite rechts vom Oberschenkel. Gestreckter Ellbogen, gestreckt gespreizte Finger, Handfläche rechts und Rumpf am Kopf. Drehen nach rechts auf und der Blick geht den Daumen nach. Ihr könnt auch mal probieren, ob ihr über den Handrücken noch einen kleinen Impuls geben könnt. Das heißt, wenn ihr hier den Druck gebt, dass wir über den unteren Rücken vielleicht noch so einen halben Zentimeter mehr aufmachen können. Vorsichtig, nicht mit Gewalt. Nur den Kopf langsam nach links dran denken, drehen, nicht wegkippen. Und ziehen langsam den rechten Arm nach oben hoch. Arm unten löst aus der Position, beide Arme sind tief und ausschütteln. Die nächste Übung ist ebenfalls nochmal Rotation, Dehnung, Brustmuskulatur, aber auch kräftigen, weil wir da halten müssen. Wir heben beide Arme von vorn nach oben in die Schulterlinie, Handflächen drehen nach außen und wir setzen die rechte Handfläche über die linke. Beide Ellbogen sind leicht gebeugt, heben die Arme nach oben hoch, Bizeps links und rechts neben den Ohren, Schulterköpfe bleiben tief und drehen den Rumpf langsam nach rechts auf, so wie wir können. Stellen uns vor, dass eine Hand hinten in den Nacken fest und uns ganz langsam nach oben hochzieht. Nicht die Schultern rausschieben.
ganz langsam rauswachsen. Am höchsten Punkt drehen wir langsam wieder ein. Arme kommen bis zur Schulterlinie. Hände drehen auf. Ziehen nach hinten weg und unten. Kleinen Kreis nachlaufen lassen. Schulterblätter über der Wirbelsäule zusammen. Und mit der Ausatmung. Beide Arme heben. Wir machen das jetzt mal so, als hätten wir keine Stabilisationsmuskulatur. Ich mache das mal so. Nicht ich. Und ganz langsam aus der Position hebt der Arm und zieht fest. Rotieren das, was geht, geben vielleicht ein ganz bisschen Druck hier rein, nur das, was geht. Und versuchen, es ganz langsam ein bisschen aufzumachen, das heißt noch ein bisschen mehr rauszudrücken. Schultern bleibt hier tief. Am hohen Punkt langsam wieder zurück. Arm kommt bis zur Schulterlinie, Handfläche dreht auf und der Arm zieht nach hinten weg und unten. Beide Schultern laufen nach. Und wir schütteln die Arme locker aus. Wir kommen zur nächsten Übung. Oberkörper ablegen. Es kann sein, wenn ihr das die ersten Male macht, dass euch dabei vielleicht ein bisschen schwindelig wird. Deswegen ist es nicht gleich wichtig, ganz tief runterzukommen, wenn ihr ein komisches Gefühl habt. Testet das erstmal so ein bisschen vorsichtig aus. Es soll einfach so ein bisschen entspannt sein. Die Schultern sollen ein bisschen locker gemacht werden, aber vor allem der untere Rücken. Und diese Übungen, die ich jetzt mache, die könnt ihr wann immer und überall zwischendurch mit einbauen. Es muss nicht nur dann an der Stelle sein. Ja? Wir stützen mit dem Unterarm auf den Oberschenkel. Wenn ihr sagt, hier, das ist lang mir schon, viel weiter möchte ich gar nicht, gebt ihr einen kleinen Impuls über die Unterarme, sodass wir hinten den Rücken ein bisschen rund machen können. Ihr austestet, wie weit es geht, und das Kinn geht dabei in Richtung Brust. Und wer sagt, ich kann noch ein bisschen mehr, der gleitet ganz vorsichtig über die Unterschenkel oder über den Rollstuhlrahmen nach unten weg. Legt den Oberkörper auf den Oberschenkel ab. Die Arme über Kreuz, Schultern locker, Kopf locker, einfach hängen lassen. Einfach hängen lassen. Ganz, ganz locker. Nicht das Atmen vergessen. Und ohne dass der Oberkörper sich großartig bewegt, stützen unsere Hände entweder über den Knie oder im Rahmen vom Rollstuhl. Und gestützt rollen wir uns. Langsam, das Kinn bleibt an der Brust, Wirbel für Wirbel wieder nach oben auf. Im letzten Drittel fängt das Brustbein nach vorn zu ziehen. Lasst euch Zeit beim Aufwand, gebt dem Blut wieder Chance, in den Kopf zurückzulaufen. Brustbein zieht zum Schluss, Kopf hebt und kommt über die Schultern wieder zurück. Wie gesagt, diese Übung könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt. Arme locker ausschütteln. Nächste Übung. Nochmal zur Halswirbelsäule. Wir hatten vorhin uns ein bisschen vorbereitet. Wir wollen die Halswirbelsäule jetzt noch ein bisschen mehr mobilisieren und auch ein bisschen kräftigen. Und dafür drehen wir, nachdem wir geguckt haben, ob wir wieder gerade sitzen, Brustbeinöffnung, Beckenkippe, Kopf über die Schulter, drehen wir unseren Kopf langsam nach rechts, so weit wie ihr könnt. Drehen, nicht kippen. Wenn ihr dort angekommen seid, beginnen wir mit einer Nickbewegung. 5 bis 10 cm die Nase rauf und runter kippen. Dabei drehen wir den Kopf langsam
über die Mitte nach links. Wenn ihr links angekommen seid, wird unsere Nickbewegung ein bisschen kleiner und ein bisschen schneller. Aber die Drehung nach rechts bleibt langsam. Lasst euch jetzt bloß keine komischen Fragen stellen. Und wenn wir angekommen sind, stoppt die Nickbewegung und der Kopf kommt langsam wieder in die Mitte zurück. Arme sind locker, ein bisschen ausschütteln oder vielleicht einen kleinen Kreis nachlaufen lassen. Schultern einmal hochziehen, Schulterblätter über der Wirbelsäule zusammen und aus. Die nächste Übung dient ein bisschen der Mobilisation, ein bisschen der Kräftigung, aber vor allen Dingen haben wir wieder eine Rotationsbewegung. Dafür lassen wir mal beide Arme locker hängen und heben den rechten Arm langsam nach oben hoch. Und wenn wir am obersten Punkt angekommen sind, stellen wir uns vor, dass die Schulter einrastet mit der linken Schulter. Und das heißt, wenn jetzt der rechte Arm 5 cm nach hinten geht, kommt der linke automatisch die 5 cm nach vorne. Und so lassen wir diesen Kreis langsam ein bisschen weiterlaufen, ohne Tempo. Wie bei einer Windmühle. Den Bizeps dicht am Ohr vorbei. Und wir versuchen, nicht mit Gewalt, nur probieren, unseren Rumpf mit dem Arm, der nach hinten geht, so gut es geht, mit dem aufzudrehen. Testet euch mal aus, ganz vorsichtig. Guckt, dass ihr nicht irgendwas umreißt, was in der Nähe steht. Ganz vorsichtig. Die Nase bleibt bei mir. Der Rumpf dreht so gut es geht mit. Das sieht gut aus. Letzte Mal. Der Arm, der unten ankommt, bleibt. Und der andere Arm läuft nach. Und ausschütteln. Die nächste Übung weiß ich aus Erfahrung, die ist ein bisschen schwerer, ist Dehnung, Mobilisation, Brustmuskulatur, Bizeps, vor allen Dingen aber auch die Unterarme und die Hände. Schön vorsichtig, nicht mit Gewalt, es darf ziehen, auf keinen Fall schmerzen. Aus der Position raus lassen wir die Arme hängen. Und die Arme kommen über die Seite nach oben. Wie so ein Gebet. Drehen die Handflächen auf. Wenn es nicht geht mit dem Aufdrehen, ist es überhaupt nicht schlimm, die Übung auch so zu machen. Müsst ihr euch ein bisschen austesten und probieren. Drehen auf. 4 wichtige Punkte. 1 ist, die Schulterköpfe bleiben tief. Der Bizeps links und rechts zieht so gut es geht bis neben die Ohren. Und der Kopf, der bleibt über den Schultern. Keinen Geierhals schieben. Die Handgelenke sind so gut es geht aufgedreht und die Daumen nach unten runtergezogen. Ohne diese 3 Positionen zu verändern, versuchen wir mal, so gut es geht, langsam die Ellbogen zu strecken. Nicht die Schultern hochschieben, die bleiben tief. Ellbogen strecken. Wir korrigieren nochmal nach. Schulterköpfe tief, Bizeps links und rechts. Kopf über den Schultern. Handgelenke auf und Ellbogen nochmal nach. Testet euch nochmal. Wir ziehen zusammen. 4. Ruhig atmen, nicht die Luft anhalten. 3.
2, 1. Und jetzt nicht explodieren und wegreißen. Erst die Ellbogen ein bisschen anbeugen, Handflächen drehen nach unten, Finger spreizen und weich über die Seite weg. Und locker ausschütteln. Die nächste Übung ist ein bisschen, weil wir uns ja jetzt schon ein bisschen angestrengt haben, mal zum Lockermachen für die Schultern. Arme hängen und vor allem auch so ein bisschen mal die Atmung ganz bewusst mit einbauen. Atmen so viel wie wir können ein. Ziehen die Schulterköpfe dabei mit nach oben und mit der Ausatmung einfach fallen lassen. Ich glaube, das geht besser. Tief einatmen und alles aus. Ich glaube, einen machen wir noch. Und also richtig das, was geht. Tief ein. Und alles aus. Okay. Und Arme nochmal locker ausschütteln. Die nächste Übung ist so ein bisschen zum Mobilisieren der Brustwirbelsäule und der Lendenwirbelsäule, also den Bereich zwischen den Schulterblättern und dem Teil ganz unten zum Po hin, was ja bei uns als Rollstuhlfahrer immer extrem wichtig ist, weil wir da ja mal viel und fest sitzen. Probieren das mal so ein bisschen, was geht. Wir stützen uns mit den Unterarmen auf den Oberschenkel ab, nehmen unser Kinn Richtung Brust, geben einen Impuls über die Unterarme und drücken den Rücken mal so gut wir können nach hinten weg in den Katzenbuckel oder so, dass die Schulterblätter ganz weit von der Wirbelsäule weg sind. Und der andere Weg ist, das Brustbein langsam reinfallen lassen und versuchen, den Rücken ganz lang zu machen. Zwischen Kinn und Schlüsselbein passt eine Faust. Das heißt, wir ziehen den Kopf nicht nach oben in den Nacken. Ganz lang. Und den entgegengesetzten Weg nochmal. Brustbein verschmiert, Becken verschmiert, Kinn geht Richtung Brust. Und den Rücken langsam wieder ganz lang machen. Ganz lang. Richten den Oberkörper auf, indem die Hände entweder auf den Oberschenkel oder am Rahmen vom Rollstuhl stützen. Und schütteln uns locker aus. Die nächste Übung. Brustbein zieht, Becken kippt, Schulterköpfe sind locker, beide Arme hängen, Handflächen drehen nach vorn, Ellbogen beugen an, Schulterköpfe immer versuchen tief zu lassen, ziehen die Unterarme langsam nach hinten, die Ellbogen heben in die Schulterlinie, die Schulterköpfe bleiben tief, der Kopf über den Schultern, die Schulterblätter laufen in Richtung Wirbelsäule nach hinten. Und aus dieser Position strecken wir langsam die Ellbogen durch, versuchen die Schultern tief zu lassen, oberen Punkt angekommen, drehen die Handflächen nach außen, Fingerspitzen kippen nach innen weg. Und wir versuchen mal, ohne hinzugucken, den Mittelfinger, den Zeigefinger zueinander zu führen. So ein bisschen sensibilisieren, vorsichtig testen. Wenn ihr den Kontakt habt, ziehen wir langsam nach hinten. Und wenn es gar nicht mehr geht, lassen wir sie auseinanderlaufen in den großen Kreis. Schön.
Schon mit der Ausatmung. Noch einmal. Wenn es mit der Stabilisationsmuskulatur nicht klappt, hebt der Arm eine. Am oberen Punkt dreht die Handfläche nach außen, kippt und zieht den großen Kreis nach hinten weg. Okay. Locker ausschütteln. Die nächste Übung, die wir jetzt machen, ist ein bisschen schwieriger, dient der Kräftigung und der Aufrotation. Und hier denke ich, müssen wir vielleicht mal so 2, 3 Varianten probieren, dass da jeder sich so zurechtfindet in dieser Übung. Wir kommen mit den Unterarmen auf die Oberschenkel und stellen uns noch vor, dass die rechte Hand eine Hantel greift, die sich auf der linken Seite vom Fuß befindet. Die fassen wir hier. Und jetzt ziehen wir ganz langsam den Ellbogen bis in die Schulterlinie und versuchen das Brustbein dabei schon so gut es geht zu öffnen. Im zweiten Teil dreht der Ellbogen und der Rumpf langsam nach rechts auf und unser Blick bleibt bei der Hand. Der dritte Teil, wir ziehen die Hantel über den Ellbogen nochmal einen Tick nach. Und in der vierten Bewegung geht der ganze Bewegungsablauf wieder nach unten zum Ausgangspunkt. Noch einmal. Ellbogen bis zur Schulterlinie. Arm und Rumpf. Eine Bewegung. Blick bleibt bei der Hantel. Und jetzt versuchen wir nochmal den Zug über den Ellbogen ein bisschen nachlaufen zu lassen, mit dem Schulterblatt zu werden. So. Und lösen. Wenn ihr euch hier vorne nicht halten könnt, geht das Ganze natürlich auch, indem wir mit dem Oberkörper nur ein bisschen nach vorne kommen und im Prinzip die Hantel von der Kniehöhe rausheben. Heben von hier, ziehen den Ellbogen bis in die Schulterlinie und ganz langsam versuchen wir ein bisschen über den Ellbogen mit aufzurotieren, das was geht. Und lösen den ganzen Weg. Auch hier noch einmal. Ellbogen zieht bis zur Schulterlinie. Bisschen den Impuls geben für eine leichte Rotation, wenn es geht. Vielleicht den Ellbogen einen Tick nachziehen. Und lösen. Richten den Oberkörper auf und schütteln aus. Die nächste Übung ist eine Dehn- und eine Kräftigungsübung. Und dafür heben wir die rechte Hand mit der Handfläche und gestreckt gespreizten Fingern in den Hinterkopf. Und die flache linke Handfläche setzt nach unten ins Kreuz. Oder wenn ihr hinten im Rollstuhl sitzt, an die Rückenlehne. Beide Ellbogen ziehen so gut es geht auf. Der Kopf, der bleibt über den Schultern. Den Wechsel nicht ruckartig, langsam lösen. Handflächen drehen auf, ziehen nach hinten. Links ist hoch, rechts ist tief, gestreckt, gespreizte Finger, Handflächen, Hinterkopf und unterer Rücken und die Ellbogen ziehen auf. Zweite Variante ist lösen
aufziehen. Rechts ist hoch, links ist tief. Und wir stellen uns vor, dass zwischen der Handfläche und dem Hinterkopf ein Luftpolster ist, der Hand und dem unteren Rücken auch. Also versuchen hier und hier unten nicht direkt Kontakt zu haben. Versuchen trotzdem möglichst gerade zu bleiben. Nach einem Wechsel ziehen und links hoch, rechts tief. Keinen Kontakt zum Hinterkopf und zum unteren Rücken. Und lösen. Nach hinten beide Arme und nach unten weg. Und schütteln aus. Unsere nächste Übung ist eine Kräftigung und eine Dehnübung. Kräftigung der Schultermuskulatur, der Rhomboideen und Dehnung der Brustmuskulatur. Beide Arme heben und beugen in der Schulterlinie. Schön darauf achten. Finger sind gestreckt gespreizt, die Handflächen zeigen zueinander. Diese Linie nennen wir die Nulllinie. Das heißt, dass wir mal versuchen, hier wieder anzukommen und nicht nach vorne durchzuschießen. Und ganz langsam ziehen wir die Schulterblätter über der Wirbelsäule zusammen, so wie wir können, nicht reißen. Versuchen den Kopf über den Schultern zu lassen, nicht nach vorne zu schieben. Und lösen ist wieder bis zur Nulllinie. Noch einmal. Ziehen die Schulterblätter über der Wirbelsäule zusammen. Kopf bleibt über den Schultern. Und kommen wieder bis zu diesem Stück zurück. Arme sinken und locker ausschütteln. Die nächste Übung ist eine Mobilisationsübung für die Schultergelenke und eine Kräftigung. Beide Arme kommen wieder in die Schulterlinie, die Hände Hochposition, die Handflächen drehen nach vorn, Schulterköpfe bleiben möglichst tief. Und wir stellen uns vor, dass von der Handfläche bis zum Unterarm auf jeder Seite eine Platte ist. Und diese Platte, die wollen wir wegdrücken, nach vorne und nach unten. Das heißt, wir geben von hier den Impuls und drücken diese Platte ganz langsam runter, so wie wir können. Testet mal aus, ob es da noch ein bisschen weiter geht. Versuchen aber das Brustbein geöffnet zu lassen, also nicht in die Bewegung reinfallen, sondern so gut es geht geöffnet lassen. Und jetzt haben diese Platten unheimlich viel Druck und drücken uns langsam wieder nach oben hoch, ohne Tempo. Wenn wir hier angekommen sind, haben die Platten immens viel Kraft, schieben sozusagen Hände und Unterarme nach hinten und gleichzeitig drücken die Ellbogenspitzen unten ein bisschen nach vorn. Noch einmal, den Druck geben wir über Unterarm und Handflächen nach vorn. So weit wie wir können, Brustbein bleibt geöffnet und langsam den Impuls, dass der Druck wieder zurückgegeben wird gegen Hände und Unterarme. Und uns sogar noch ein bisschen mehr nach hinten schieben, die Ellbogen, Spitzen drücken ein bisschen nach vorn. Und lösen. Schütteln die Arme locker aus. Die nächste Übung ist eigentlich etwas, was mir so aus dem Alltag ist. Ein Tisch abwischen, eine Glasscheibe abwischen. So nochmal so ein bisschen locker machen und nochmal so richtig groß, dass wir nochmal versuchen, ganz weit nach vorn und oben zu wachsen, so wie wir können. Aus der Position raus lassen wir beide Arme hängen. Stellen uns vor, dass wir in der rechten Handfläche einen Lappen haben. Mit diesem Lappen wischen wir ganz langsam an der Glasfront lang, nach ganz oben. Wenn ich meine oben, heißt es auch mal richtig versuchen, hier rauszukommen, ganz hoch. Und wenn es geht, nimmt die andere Hand den Lappen ab
ganz weit nach außen weg. Hier unten vorbei. Wenn das geht mit der Stabilisationsmuskulatur, trotzdem eine Hand immer zur Sicherheit am Greifreifen. Versuchen wir mal ein bisschen die Scheibe auszuholen, wie weit sie geht. Vorsichtig testen. Und ganz langsam nach oben. Ganz weit. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Hier übernimmt die linke. Und ganz weit raus. Testen, ob ihr da ein bisschen weiter rauskommt. Eine Hand zur Sicherheit am Greifreifen. Und langsam wieder runter. Das Atmen nicht vergessen. Dasselbe könnt ihr natürlich auch in die andere Richtung machen. Und der Tisch ist im Prinzip auch wieder mit dem Nacken. Vorsichtig erstmal testen, wo der Tisch lang geht. Hand übernimmt. Weich. Über die Seite rüber und tief. Noch einmal. Weich. Für Stabilisationsmuskulatur testen wir mal aus, was geht nach vorn. Andere Hand kommt dazu, da wird das nochmal richtig schwer, ich weiß. Und weit über den Tisch, über die Seite weg. Und wieder rein. In jeder Bewegung den Oberkörper ruhig aufrichten. Noch eine Runde. Mal sehen. Wenn ihr nicht ganz sicher seid, hier oder auch stützend auf den Oberschenkeln, dann erst die Hand zurück. Andere Hand kommt und weit über den Tisch zur Außenseite weg. Oberkörper kommt zurück, Arme schütteln locker.